So, herzlich willkommen alle miteinander. Es freut uns sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Besonders alle Rollstuhlfahrer. Das ist mega cool, dass ihr alle da seid. Und es freut uns extrem, dass wir euch heute an diesem Event das GEWO Pro, unser neuester Kollege, vorstellen können. Ich bin der Benny Winter und ich mache den Anfang dieser Präsentation. Und weil das so ein wichtiger Event ist, habe ich natürlich gestern im YouTube recherchiert, wie man am besten eine Präsentation startet, damit alle Leute gut zuhören. Und dort bin ich auf ein Video gekommen und hat geheißen, man muss einfach eine Geschichte erzählen, es war einmal, weil jeder weiß ja als Kind, wenn man mit «Es war einmal» anfängt, wird es spannend und man fängt an zuhören. Darum erzähle ich ein kleines Geschichte, wie wir dazu gekommen sind, wie der Rollstuhl entstanden ist. Und nachher der Pascal und der Thomas zeigen euch nachher in einer Live-Demo, wie das Ding funktioniert und was alles seine Funktionen sind. So, jetzt brauche ich natürlich noch den Pointer. Gut. So. Angefangen hat das Ganze vor 4 Jahren als Studentenprojekt von der ETH Zürich. Wir sind 8 Maschinenbaustudenten und 2 Industriedesigner. Wir haben die crazy Idee gehabt, bauen wir doch einen Rollstuhl, der Stege steigen kann. Wir haben unsere Köpfe zusammengesteckt und brainstormt und bastelt und schon nach 3 Tagen haben wir unseren ersten Prototyp parat gehabt. Und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Dann kann man das runterklappen und dann hat man halt ein Fleck. Hier hinten haben wir noch 3 Räder, das sieht man wahrscheinlich nicht bewusst. Das ist auch eine Lösungsvariante. Dann haben wir noch eine Fernbedienung. Wir wissen noch nicht so genau, ob wir das mit einem Joystick oder mit einem Tablet. Also Tablet wäre eigentlich sehr gut, dass man mehrere Sachen machen kann. Und ja, das ist so die Idee. Also wir haben schon verschiedene Lösungsvarianten ausprobiert. Und haben wir schon probiert. Also hier sieht man, wie das mit den Schlauchrädern funktioniert. Also, wie ihr seht, ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, die ganze Sache. Darum sind wir natürlich zurück in unser Büro gegangen und haben sofort die Lego-Kisten ausgepackt und versucht herauszufinden, was wäre eine bessere Idee. Wir haben verschiedene Sachen getestet, wir haben Raupensysteme gebaut, wir haben Systeme mit großen Rädern, wir haben versucht, wie mit Beinen die Treppe hochzugehen. Und die beste Idee, auf das, was wir gekommen sind, ist, das Beste ist die Kombination von 2 großen Rädern und einer Raupe zum Treppensteigen und die Räder zum Balancieren. Und weil wir hatten keine große Erfahrung, wie man so Rollstühle baut oder solche Sachen, darum haben wir mit Prototypen begonnen. Wir haben zuerst einen Lego-Prototyp gebaut und dann auch schon mit Lasercut-Holzteilen einen größeren Prototyp, der auch schon die richtigen Motoren drin hat. Auch mit Metallteilen haben wir gearbeitet. Wir haben versucht herauszufinden, wie ist das mit den Treppensteigen. Sind die Motoren stark genug? Hält der Gummi oder rutscht das ab? Und auch wie sind die Übergänge? Also wenn wir oben sind, wenn es dann hinüberkippt, wie löst man das? Und nach 9 Monaten harter Arbeit und vielen Nachtschichten waren wir fertig und wir hatten den Prototypen, den Scalevo. Und so sieht er aus. Sah er aus. Ja.
wir waren extrem stolz, dass wir es geschafft hatten, in nur 9 Monaten diesen Prototypen zu bauen. Und er hat funktioniert, also man konnte Treppen steigen und auch balancieren. Aber als am nächsten Tag dann das Telefon in unserem kleinen Büro geschellt hat und Leute angerufen haben und gefragt, ja, kann man das kaufen? Gibt es das irgendwo? Kann man das Probe fahren? Das war wirklich der richtige Erfolg. Das hätten wir nicht erwartet gehabt. Und das Video, das ging viral und es hatte mehrere Millionen Views. Und gleichzeitig an der ETH wurde der Cybathlon aufgegleist. Das ist wie die Paralympics, einfach mit robotischer Unterstützung. Und dann haben wir gedacht, ergreifen wir die Chance, machen wir das Projekt weiter, nehmen wir an diesem Wettbewerb teil und verbessern wir den Rollstuhl so, dass wir auch wirklich mit Leuten testen können und das Gerät weiterentwickeln. Und so haben wir Parkours gemacht, wir sind Treppen hoch und runter. Mit Rollstuhlfahrern haben wir das dann getestet. Wir sind über diese Hindernisse, wir mussten Teile, Zahnräder anschweißen, wir mussten Motoren ersetzen durch stärkere Antriebe und wir hatten auch das Design komplett überarbeitet. Und bevor wir an dem Event gegangen sind, haben wir natürlich in einem Fotostudio an der ZHDK noch ein paar gute Fotos gemacht, dass wir auch eine tolle Webseite hatten. Ja, wir waren bereit, wir waren ready, wir haben sehr viel getestet und wir wussten, dass wir den Event, den Cybathlon eigentlich gewinnen werden. Und mit diesem guten Gefühl sind wir hingegangen und hierzu gibt es ein Video, also BBC Click, die haben ein Video gemacht über das, eine kurze Zusammenfassung. Sie ist leider auf Englisch, aber ich denke, Sie verstehen es schon und das möchte ich auch noch schnell zeigen, wie das ging an diesem Event. Next up is the powered wheelchair race, which amongst other things sees them have to get up these steps, go across there and then down the other steps. Now Spencer, I believe you have a bit of history with one of these teams. Yeah, I met up with one of the teams, Skivo, earlier in the year and tried out one of their very early prototype stair climbing wheelchairs, and as the internet now knows, that didn't go too well. However, they are here. I caught up with them yesterday and their wheelchair now looks even more impressive. It does work. They're in one of the heats that's taking place down there, so I've got everything crossed for them. Well, let's see how it goes. And on the start line, the Skivo pilot, Joseph Ballister, looked confident. The race began, and the problem is the team are not allowed to intervene or help without getting disqualified, which meant as the race went on, Skivo was left at the start. Guys, I'm so sorry. What happened? What do you think happened? The only thing, we don't know why, it shut down like the connection between the phone and the wheelchair. So I couldn't do anything, like the wheelchair. Now it's working perfect. Yeah. But it shut down that we couldn't restart it. It's like any car engine that you have to press a button inside here to restart it. So the problem was that we were there stuck and we couldn't do anything. Yeah. I'm so sorry, I've seen this in action. I know that this was going to do really well, so commiserations. Okay, come over here. Give me a hug, man. That's sad. It's sad that these things happen. It's like the worst thing. Ja, vielleicht doch ganz erfolgreich, wie wir es uns erhofft hatten. In 1 Meter sind wir gekommen und dann war fertig. Aber ja, Kopf hoch, also wir haben den Kopf nicht hängen gelassen. Wir wussten, wir haben es ja getestet, wir wussten, es geht, es funktioniert. Und da haben wir uns angewendet, wir sind auf eine Messe in Deutschland, haben wir einen kleinen Stand reserviert und wir wollten den Leuten zeigen, unser Rollstuhl schauen, was ist so das Feedback.
Und wir waren völlig überwältigt. Also als wir diesen Stand hatten, er war etwa 8 Quadratmeter, eigentlich einer der kleinsten, den man haben kann. Und alle Leute kamen zu uns, alle kannten uns fast schon und wussten von diesem Rollstuhl und wollten ihn testen und mehr Informationen dazu. Und das war wirklich der Impuls, wo wir gedacht haben, hey, wir wollen aus diesem Prototyp, aus dieser Idee, wollen wir wirklich ein Produkt machen, dass man sieht, dass wenn wir durch Zürich laufen, sehen wir jemanden mit diesem Gerät herumfahren. Und das war unsere Vision. Und aus diesem Grund haben wir schon während dem Studium eine Firma gegründet, Skevo, und wir sind sehr stolz, dass wir vor 3 Wochen hatten wir unser einjähriges Jubiläum. Und wir sind jetzt 8 Leute. Und wir haben alle eine gemeinsame Vision. Unsere Vision ist es, nicht nur ein Produkt zu machen, das funktioniert, das die Treppe steigt oder balanciert. Wir wollen ein Produkt machen, das, wenn man es anschaut, einem die Augen funkeln und man ein Lächeln im Gesicht hat. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei allen, die uns auf dem Weg unterstützt haben, unseren Sponsoren, den Investoren, auch allen, die uns auf der Online-Plattform Patreon mit Spenden unterstützt hatten und unseren Familien, Verwandten und Bekannten. Ganz herzlich möchten wir allen Rollstuhlfahrern danken, die mit uns getestet haben, mit uns Feedback gegeben haben, dass wir immer den Dialog hatten und ein Produkt gemacht haben, das wirklich auf Gegenseitigkeit basiert, das eure Feedbacks beinhaltet. So, gut, also ich kann es jetzt kaum erwarten, jetzt euch unser Skevo Pro zu präsentieren. Seid ihr bereit? Ja, schöne Videos können noch viele machen. Ich bin Pascal und zusammen mit meinen 2 Kollegen, Benny, Thomas, werden wir euch jetzt zeigen, dass es auch in echt funktioniert. Vielleicht ist es auch etwas schnell gegangen im Video. Das seht ihr jetzt eigentlich alles nochmals, was unser Rollstuhl kann. Ja. Unser Rollstuhl funktioniert in 3 verschiedenen Modus. Man startet immer im Parkmodus, der ist stabil, da kann man aufsteigen und auch irgendwo stehen bleiben. Natürlich, das Wichtigste beim Rollstuhl, man will von A nach B, deshalb haben wir den Fahrmodus. Sollten mal Treppen dazwischen sein, da legen wir einfach den Treppenmodus ein.
Aber starten wir mit dem Wichtigsten, mit dem Fahrmodus. Wie ihr schon gehört habt, unser Rollstuhl ist etwas speziell. Er hat nicht wie viele Rollstühle heute 4 Räder, sondern nur 2. Und auf diesen balanciert er automatisch. Benny zeigt euch das gleich. Der Übergang funktioniert automatisch. Ja. Und jetzt steht der Rollstuhl selbstständig auf diesen 2 Rädern. Das Balancieren hat mehrere Vorteile. Wir haben sehr große Räder. So kommt man sehr gut über kleinere Hindernisse wie Pflastersteine, tiefere Bordsteine. Und man ist sehr agil, kann sehr gut wenden und es ist sehr präzise. Die Geschwindigkeit beträgt 10 km pro Stunde, die wir fahren können. Das ist das Maximum, was in der Schweiz erlaubt ist für Rollstühle. Schneller geht es leider nicht. Und ihr seid einen Tag mobil, das ist die Idee. Wir haben eine Reichweite von ungefähr 25 Kilometern und das beinhaltet auch die Treppen, die irgendwo wahrscheinlich mal dazwischen sind. So, jetzt balancieren, habt ihr sicher auch schon gehört, die Story vom Kollegen, der einen Segway auslehnt und plötzlich ist er irgendwo umgefallen. Das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Wir wollten ein Produkt bauen, das nicht umkippen kann. Und die Lösung dazu, die zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir haben einen roten Knopf, der stellt einfach den kompletten Strom des Rollstuhls ab. Wir testen das jetzt gleich mal. So, wie ihr seht, das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Der Rollstuhl kippt, aber er kippt nicht um. Und wenig kann auch man kann auch selber wieder sich aufrichten aus diesem Modus, kann man überlegen, was ist schiefgelaufen und so weiterfahren. Treppen sind für Elektrorollstühle oder Elektrorollstuhlfahrer oft wie Berge. Ohne Seilbahn sind sie einfach unüberwindbar. Und das ist ja eigentlich, woher ihr uns kennt. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diese Seilbahn für euch zu bauen, sodass ihr diese Treppen erklimmen könnt. Thomas zeigt euch, wie das geht und fährt rückwärts an die Treppe ran. Der Rollstuhl detektiert automatisch, dass die Treppe beginnt und macht den Übergang komplett selbstständig. Der Sitz nivelliert sich aus, sodass ihr immer waagrecht sitzen bleibt. Und auch da war uns sehr wichtig, das soll sicher sein. Es soll sich auch sicher anfühlen, es soll nicht wackeln. Deshalb haben wir relativ lange Raupen und diese auch in sehr breitem Abstand gebaut. Schalt doch mal auf. Also wie ihr seht, das Ding hält, das fällt nie die Treppe runter. Das ist Ist man einmal oben, muss man pro wieder sagen, hey, die Treppe ist fertig. Dann fährt hinten dieses kleine Rad aus und dieses gewährleistet eigentlich einen schönen Übergang, ohne dass der Rollstuhl kippt. Man kann auch jederzeit stoppen, wie er es gerade gemacht hat. Also wenn jemand hinten durchläuft oder so, könnt ihr jederzeit anhalten, weiterschauen und dann wird der Übergang abgeschlossen. Ist man einmal oben, fährt der Rollstuhl wieder in die Parkposition und von da könnte man dann die nächste Treppe steigen, weiter balancieren oder was halt ansteht. Wenn die Treppe fertig ist, dann natürlich auch wieder runter. Dafür muss man auch pro sagen, hey, die Treppe beginnt, dann kann man einfach nach vorne fahren, er merkt automatisch, die Treppe beginnt jetzt wirklich und macht den Übergang eigentlich wieder komplett selbstständig. Dabei ist auch nicht sehr entscheidend, wie die Treppe aussieht.
Es ist egal, welches Material sie hat. Unsere Raupen greifen eigentlich auf jedem Material, das wir bisher getestet haben, hat das eigentlich perfekt eben funktioniert. Ist der Rollstuhl wieder unten, wird er langsamer, weil er bemerkt, dass die Treppe langsam zu Ende geht. Und im richtigen Moment stoppt er und fährt dieses kleine Rad, das ihr hinten gesehen habt, auch wieder unten aus, sodass ihr im Parkmodus seid und sicher auf dem ebenen Boden weiterfahren könnt. Auch da gibt es eine weitere Sicherheit. Ich habe gesagt, ihr müsst GeoPro erinnern, hey, die Treppe ist zu Ende. Und Irren ist menschlich, jeder kann das mal vergessen. Ja, hier noch einige Details zum Treppensteigen. Wir fahren eine Stufe pro Sekunde. Heute haben wir es extra etwas langsamer eingestellt, damit ihr es gut sehen könnt. Wir können Stufen bis 36 Grad Steigung fahren. Damit kommt ihr die meisten Treppen, die draußen sind, hoch. Wir können auch leichte Kurven fahren, so wenn ein Hindernis auf der Treppe ist, könnt ihr es einfach umfahren. Was speziell ist auch, dieser Treppenmechanismus erlaubt uns, eure Einzeltritte zu überwinden. Diese findet man oft, zum Beispiel im ÖV kommt man nicht rein, in den Bus. Oder wenn ihr vom Wohnzimmer in den Balkon raus wollt, habt ihr irgendeine komische Schwelle, da kommt man einfach nicht drüber. Da können wir mit dem Stufenmodus einfach drüber fahren. Wie gesagt, die Treppensicherheit, ich habe gesagt, ihr müsst pro erinnern, dass die Treppe fertig ist. Solltet ihr das mal vergessen, haben wir aber trotzdem ein Sicherheitsfeature eingebaut, den sogenannten Safety Bow. Der kommt hinten raus und fängt euch auf, damit ihr auch dann nicht umkippt. Wir haben jetzt das heute noch nicht ganz bereit gehabt, deshalb haben wir es nicht gezeigt, aber in einigen Wochen ist das alles erledigt. So, jetzt denkt ihr euch vielleicht, viele Motoren, es stöhnt, hier fährt es und kann ich das überhaupt bedienen? Das glauben wir. Deshalb haben wir eine App entwickelt, die das alles möglichst einfach machen soll. Die App hat 2 Buttons. Einen erlaubt es zum das Balancing aktivieren und wieder abschalten. Der zweite Button ist eigentlich um Treppensteigen zu beginnen und wieder anzuhalten. Weiter seht ihr wichtige Informationen auf dieser App, wie den Akkuladestand, die aktuelle Geschwindigkeit. Ja. Was wirklich speziell ist, wir sind ein selbstbalancierenden Rollstuhl, aber wir können diesen mit einem Joystick steuern. Ihr müsst also nicht mit eurem Oberkörper mithelfen, es geht wirklich allein mit dem Joystick. Thomas zeigt euch jetzt noch die weiteren Features des Rollstuhls. So, ziemlich coole Features, oder? Oder nicht? Ja, ein sportlicher Look, klare Linien oder die Liebe zum Detail. Genau das macht ein Top-Designer aus. Aber nicht nur das gehört dazu, sondern auch ein angenehmes Fahrverhalten oder ein angenehmer Sitzkomfort, die Ergonomie. Und ich freue mich jetzt als kreativer Kopf unseres Unternehmens, euch vorzustellen, was der Pro zum Thema Sitz alles so drauf hat. Unser Sitz, der sieht zwar nicht danach aus, dass er es kann, mit diesem schlichten Design, aber der beinhaltet doch ziemlich viele Sachen. Wir haben die Möglichkeit, die Sitztiefe, die Sitzbreite zu verstellen. Wir haben auch die Möglichkeit, diverse Kissen zu montieren. Also auch euer eigenes Kissen könnt ihr ganz einfach montieren.
Aber das ist nicht das Speziellste. Das Allercoolste an unserem Rollstuhl ist, dass wir die Sitzhöhe verstellen können. Na klar, denkt ihr, das könnt ihr mit eurem auch. Aber ich glaube nicht, dass ihr es so könnt wie wir mit unserem. Und zwar haben wir die Möglichkeit, von einer Sitzhöhe von 47 cm hoch auf eine Höhe bis zu 90 cm. Und das zeigen wir jetzt gleich mal. So, ihr alle kennt bestimmt ein Restaurant, also ich spreche zu den Rollstuhlfahrern, wo ihr gerne mal rein möchtet, ihr kommt nicht rein, weil es eine Stufe gibt. Okay, gut, mit Skevo ist es möglich. Aber dann kommt das nächste Problem. Ihr könnt nicht unter den Tisch, an welchen ihr gerne möchtet. Und das ist mit unserer Lösung jetzt möglich. Wir haben die Möglichkeit, den Sitz diagonal runterzufahren. Diese Sitzverstellung ist stufenlos, man kann sie jederzeit stoppen. Und selbstverständlich ist das natürlich nicht nur gut für unter den Tisch, das Rendezvous, sondern es ist auch angenehmer, um zu transferieren, weil ich kann auf die Höhe, die ich benötige. So, vielleicht wollt ihr ja vor dem Rendezvous noch ein Bier trinken, an der Stehbar. Alles auch kein Problem, denn in die entgegengesetzte Richtung können wir den Rollstuhl auf ziemlich Augenhöhe erhöhen. Auch das ist wieder stufenlos. Hier auf dem Bild haben wir eine Alltagssituation. Im Coop. Ihr möchtet ein Produkt von einem Regal aus der Höhe entnehmen. Okay, gut. Ihr entscheidet euch kurzfristig, dass ihr das Produkt 1 Meter weiter vorne wollt. Kein Problem, wir können uns hier in diesem Modus vorwärts und rückwärts bewegen. Auch die Rückenlehne hat so einiges drauf. Wir haben beim Skevo Pro nun elektrisch verstellbare Rückenlehne. Wir können diese 45 Grad neigen. Wir können auch hier wieder diverse Kissen montieren und es ist möglich, eine Kopfstütze zu montieren oder, wenn sie nicht benötigt wird, wieder wegzunehmen. Aber das ist nicht das Coole an der Rückenlehne. Wahrscheinlich kennt ihr die Rückenlehne, die elektrisch verstellbar sind. Und natürlich sind die verbunden mit der Sitzfläche. Und das ist bei uns nicht so. Wir können ganz einfach mit einem einfachen Handgriff die Rückenlehne zusammenklappen und das macht es möglich, Skevo Pro in einem Kompaktwagen zu verstauen. Auch die Fußstütze können wir verstellen, elektrisch. Wir haben auch die Möglichkeit, diese in der Länge zu verstellen und zusätzlich haben wir, dank euren Inputs, haben wir jetzt ermöglicht, dass man die Fußplatten separat hoch und runter klappen kann. So. Und jetzt, all diese Features, vorhin von Pascal und meine Features, wenn man das alles zusammenfügt, dann ergibt sich das nächste coole Ding. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar haben wir die Möglichkeit damit, eine Relax-Position einzunehmen. Und wie funktioniert das? Wir fahren die Treppe, wir fahren die Rauten aus, wir fahren die Sitzhöhenverstellung runter, die Rückenlehne elektrisch nach hinten, die Fußstütze elektrisch nach oben und zusätzlich stützt uns der Safety Bow, damit wir niemals nach hinten kippen. Und so kannst du deinen Lieblingsfilm auf Netflix in Ruhe genießen. So, das war aber noch nicht alles, denn Skevo Pro ist eine Wundertüte. Wiederum herzlichen Dank an die Feedbacks von euch. Wir haben Sachen eingebaut, die für manche Personen vielleicht ganz normal oder als nicht so speziell gelten. Aber wir haben ein Augenmerk darauf gelegt. Und zwar, wenn ihr lange unterwegs seid, müsst ihr doch den Skevo Pro aufladen. Oder auch zu Hause. Und ihr kennt doch alle diese Stecker, die mühsam müsst ihr reinfriemeln und es passt nicht oder ich habe sogar, und man hat die Kraft nicht hineinzustecken. Wir haben eine Lösung dafür und zwar ganz einfach, Magnetstecker anbringen, zack, loslassen und er hält.
Wir haben sogar 2 Steckerplätze. Den einen sieht man nicht, aber den hier haben wir so platziert, dass man gut dazu kommt. So, dann gibt es doch immer wieder das Problem. Dann gibt es doch das Problem mit den Wertsachen. Wo verstaue ich mein Handy? Ich meine, es nützt ja nichts, wenn es irgendwo da hinten ist, muss ja schnell dazukommen. Und meistens fehlt dazu was. Und wir haben es integriert, und zwar haben wir die Wertsachentasche vorne, wo man gut dazu kommt, platziert. So, wenn man jetzt länger unterwegs ist oder ganz einfach zur Arbeit fahren möchte, dann hat man doch einen Laptop dabei. Und auch dazu haben wir die Lösung, einen Rucksack, der wieder wegnehmbar ist. Da kann man einfach seine Sachen drin verstauen. So, das waren doch jetzt ziemlich viele Sachen und ich glaube, ich bin überzeugt davon, ihr seid gespannt, wo man denn dieses Ding jetzt herbekommen kann oder wo man es testfahren kann. Und dazu erzählt euch jetzt Ben Winter nochmals mehr dazu. Der 21. September, das ist heute. Das ist ein sehr spezieller Tag. Nicht nur zeigen wir heute das erste Mal den Skevo Bro, sondern heute kann man dieses Teil auch vorbestellen. Und jetzt möchte ich euch erklären, wie das überhaupt geht. Also ihr könnt jetzt auf der Webseite eine Reservation, eine Vorbestellung starten und müsst dazu 1000 Franken anzahlen. Dies machen wir, damit, wenn das Interesse wirklich ist, dann gibt uns das die Sicherheit, dass ihr auch wirklich so einen Teil wollt. Und wir sind dann überall ein bisschen verfügbar, also wir haben die Wintertour einen Rollstuhl, hier am Landesmuseum wird einer ab Mitte Oktober verfügbar sein, wo man ihn Test fahren kann. Zudem gehen wir durch die Schweiz an verschiedene Orte und machen kleine Events, damit wir zu euch kommen und ihr so das Gerät testen könnt. Und wenn ihr mit der Testfahrt zufrieden seid, wenn ihr findet, oh ja, das könnte etwas für mich sein, dann könntet ihr definitiv einen solchen Rollstuhl bestellen. Und wenn ihr findet, ja, nein, das passt doch nicht oder es geht doch nicht, dann geben wir die 1000 Franken natürlich wieder zurück. Und was wir hier haben, das sind zwei Prototypen. Wir sind jetzt daran, diese zu testen, zu zertifizieren, dass wir allen Richtlinien und Normen entsprechen und auch noch diverse Sachen zu verfeinern. Aber wir sind sehr positiv gestimmt, dass wir bereits schon Ende 2019 die ersten Rollstühle ausliefern werden können. Der Rollstuhl in dieser Konfiguration mit all diesen Eigenschaften, Sitzleiter etc. kostet 35.500 Franken. Und wir als junge Unternehmer, wir haben gelernt, es gibt auch die sogenannte Mehrwertsteuer und diese ist inklusive. Gut, ja, also ich glaube, es brennt euch jetzt allen unter den Fingern, das Teil ein bisschen so aus der Nähe zu betrachten. Der eine oder andere würde vielleicht auch gerne eine Testfahrt machen, was wir auch gerne draußen dann tun. Und wir freuen uns auch außerordentlich, mit euch nachher bei einem Glas Wein oder mit einem Bier persönlich anzustoßen. Bevor wir das jetzt aber noch machen wir eine kurze Fragenrunde. Wir haben irgendwo ein Mikrofon, glaube ich, oder Tabitha holt es schnell. Und dann können wir so etwa 5 bis 10 Minuten noch ein paar Fragen von euch beantworten, damit wir vielleicht ein paar Sachen direkt schon so im Plenum beantworten können. Genau, das ist so. Gut, habt ihr eine Frage? Ja, dort? Also, das Mikrofon ist auf dem Weg. So. Also, ich habe die Frage, wie schwer ist das Teil? 120 Kilo ist der Rollstuhl. Und wie viel Kilometer Treppe kann man bewältigen damit?
Wie viele Kilometer haben wir jetzt noch nie gerechnet, aber sicher über 1000 Tritte. Okay. Also ich denke, im Alltag hat man selten so viel. Und wie viel Steigungen, also Bergsteigungen, also wenn wir jetzt kontinuierlich im Fahrmodus. Im Fahrmodus fahren, also wie viel Steigung kann man? Ja, im Fahrmodus können wir 6 Grad fahren, also mit dem Balancieren. Wenn es aber dann steiler wird, haben wir die Möglichkeit, einfach auf die Raupen zu wechseln, sodass du auch diese Steigung dann einfach bis diese 36 Grad bewältigen kannst. Okay. Das ist auch, wenn die Räder irgendwie spulen oder wenn es sehr rutschig ist, kannst du eigentlich immer auf die Raupen wechseln und so diese Passagen eigentlich bewältigen. Und was habt ihr für Batterien? Wir haben Lithium-Ionen-Akkus. Okay. Und wie ist es mit Fliegen? Fliegen? Ja, also mit Flugzeug. Ja. Bleiben wir noch auf dem Boden. Fliegen, ich meine jetzt Flugzeug. Ja. Also das sind wir uns bewusst. Dieser Akku, den wir einbauen, ist zertifiziert nach den normalen Richtlinien und wir sind in Kontakt mit den Fluggesellschaften. Bis jetzt hat es positiv getönt, dass wenn der Akku diese Normen erfüllt, dass man diesen dann mitnehmen kann. Der Rollstuhl wird im Gepäck, also im Frachtraum, versorgt. Wir können die Akkus komplett abschalten, wie es vorgeschrieben ist. Und wenn all diese Zertifizierungen da drauf sind, sollte das kein Problem sein. Gut, dann eine Frage. Ich bin ich bin dummerweise nicht aus der Schweiz, sondern aus Deutschland. Ich bin ja gerne Deutscher, aber in dem Fall ist es blöd. Da könnte man das Teil exportieren. Also könnte ich es bestellen und dann die abholen und trotzdem in Deutschland nutzen. Und zum Zweiten, das ist nicht viel interessanter noch, wann kommt ihr nach Deutschland? Also, habt ihr Expansionspläne? Ja, aber wir starten bewusst nur in der Schweiz, weil wir werden am Anfang auch den Support direkt auf Winterthur machen, sodass ihr immer eigentlich einen Ansprechpartner habt, der wirklich auskommt mit dem Produkt. Und sobald wir die ersten Erfahrungen gemacht haben, die ersten Kunden hier haben, sobald wir zuversichtlich sind, das Ding läuft wirklich super stabil, dann werden wir den Export nach Deutschland starten, sobald als möglich. Ja, das ist ja leider nicht nur eine wirtschaftliche Frage, sondern auch in Deutschland und leider wesentlich restriktivere Zulassungsbedingungen und über die Krankenkasse und sowas. Ja, das ist schon nicht so einfach, habe ich sagen lassen. Genau. Ich kenne einige Leute, die in der Schweiz ihre Rollspiele kaufen, statt in Deutschland, weil sie da wesentlich billiger sind. Aber eine andere technische Frage, die ich noch habe, ist, inwieweit seid ihr modularisierbar? Also, ihr habt ja verschiedene Komponenten, den Joystick, die Handy-App und so weiter. Kann man die auf andere Teile austauschen? Also ich frage speziell, weil mit dem Handjoystick könnte ich zum Beispiel nichts anfangen, aber ich kann auch vorstellen, wenn die Schnittstelle offen ist oder zumindest irgendwie für euch enorm, dass man da was austauschen könnte. Ja, also das ist ein Gedanke, den wir auch schon hatten, dass wir eine Schnittstelle öffnen, weil der Rollstuhl selbst, der hat die ganze Logik und kann alle Mode wechseln. Und vielleicht könnte man dann von extern andere Apps oder andere Steuerungen dazu nehmen, damit das offen ist. Das ist noch nicht so definiert, aber an diesem Gedanken sind wir dran. Ja, der Hintergrund ist, ich bin selber auch Entwickler, Softwareentwickler und wir hatten technisches Interesse und wenn ich dann sowas hätte und die Schnittstellen wüsste und vielleicht ein bisschen Hilfe hätte, dann könnte ich mir was vorstellen. Gut, kommst du nochmals auf uns zurück nachher am besten? Ja. Aktuell haben wir uns einfach mal konzentriert um ein Interface, das soll möglichst gut sein. Sobald das läuft, werden wir das gerne. Das ist schon in der Pipe. Gut, dann Lisa, da hat eine Frage. Ja. Ich kann meine rechte Hand jetzt nicht mehr so bewegen. Könnt ihr die Armlehne auch einfach auf die linke Seite bringen? Das ist, also den Joystick? Ja, den Joystick, so wie ich das hier jetzt habe.
Ja. Weil das ist gar nicht so einfach. Ich habe das schon bei mehreren Herstellern bemerkt, dass das einfach nicht so leicht geht. Das ist so. Dafür haben wir eine Lösung. Wir können es aktuell an diesem Prototypen nicht zeigen, aber die Idee ist, dass man den Joystick einfach rausziehen kann und auf der anderen Seite wieder einstecken. Okay. Also genau die gleiche Schnittstelle links und rechts und man könnte in Zukunft auch andere Gadgets hinzufügen, weil wir haben da die Logik und die Stromschnittstelle, kann man verschiedene Sachen einstecken und weiter annehmen. Vertieft, ja. Kann man damit auch nachts im Dunkeln fahren? Ja, natürlich. Wir haben die LEDs jetzt auf etwa 5 bis 10% heruntergedimmt. Dass wenn man Fotos macht, dass man auch den Rosten sieht. Also, wir haben wirklich sehr starke Scheinwerfer vorne drin. Wir haben gesagt, die Maximalgeschwindigkeit ist 10 Kilometer pro Stunde, weil das so im Gesetz festgelegt ist. Ja. Besteht eine Chance, dass man schneller fahren kann und darf, wenn Sie mit diesem Gerät beim entsprechenden Bundesamt da vorstellig werden? Es gibt die Möglichkeit einer Einzelabnahme. Ganz einfach scheint es nicht. 10 km ist einfach der Standardfall für die Schweiz. Es ist auch alle Länder, die umliegenden Länder, jedes hat seine eigenen Regeln. Man kann schneller fahren, wir können schneller fahren. Also mit den aktuellen Motoren ist es etwa 15-16 Stundenkilometer, das theoretisch machbar wäre. Aber das, ja. Die Details, wie man das zulassen würde, das haben wir aktuell noch nicht abgeklärt. Sie hat eine Frage? Streift er. Zuerst mal ein großes Kompliment. Es ist mal wirklich sehr schön zu sehen, dass sich jemand mal um das Design und überhaupt um die Innovation von den Elektrorollstühlen kümmert. Ich habe mehrere eher technische Fragen. Zuerst eine Bemerkung nur zu der Geschwindigkeit. Es geht auch schneller. Also ich habe einen am Werk, wo 15 km pro Stunde fährt. Okay. Turbo Twist, Schweizer Firma. Offenbar geht es irgendwie. Die andere Frage ist, Sie haben gesagt, eben die Balancierfunktion ist nur per Joystick, nicht mit dem Körper zu steuern. Gibt es bei den anderen Modellen, die eher so Segway ähnlich sind, gibt es wie ein Mindestgewicht vom Fahrer? Gibt es das für Ihr Produkt auch? Ja, also momentan, wir haben jetzt in die Broschüre geschrieben 40 Kilogramm. Ich glaube, das ist nicht eine harte Grenze. Also wir fahren auch nur, wenn wir den Werkzeugkoffer drauflegen, können wir es rumfahren. Also ich glaube, da sind wir relativ flexibel. Wir müssen es einfach jetzt im Detail anschauen, wie das ist. Ja. Okay. Und die andere Frage ist, während dem Licht kann man das auch komplett abstellen? Ja. Okay. Und man kann auch die Farben ändern, also alles. Gut, ja, machen wir noch sonst eine letzte Frage, wenn jemand eine hat. Nee, doch. Also wird das Handy geladen an der Schnittstelle da? Ja. Weil wenn man jetzt keinen Akku mehr im Handy hat, kann man ja theoretisch sagen. Ja, das Handy wird aufgeladen und kann es da vorne einstecken. Ja. Hat so eine USB-Ladebuchse. USB-C. Okay. Eine Frage, was sagt, habt ihr schon Kontakt mit der Invalidenstelle oder wie sieht das aus? Wir sind in Kontakt. Wir sind ehrlich gesagt recht positiv überrascht gewesen. Die Leute finden das auch lässig, dass wir das machen. Was wir heute schon sagen können, ist, wenn ihr Anspruch habt auf einen